Aufstehen, arbeiten, Zeit verschwenden. Aufstehen, arbeiten, Zeit verschwenden. Aufstehen, arbeiten, Zeit verschwenden. Jeden Tag dieselbe Arbeit, dieselbe Routine. Und am Ende des Tages habe ich Zeit gegen Geld getauscht. Ich war fertig mit dem Abi und dachte mir, jetzt geht das Leben erst richtig los. Endlich hatte ich das Erwachsenenleben vor mir. Freiheit, Geld verdienen, endlich machen, was ich will. Aber irgendwie hat sich einfach alles leer angefühlt. Ich habe bei Football gearbeitet, ich war jeden Tag pünktlich, habe die meisten Umsätze gemacht, habe jeden Tag Vollgas gegeben und am Ende des Tages hat mein Chef, der im Büro geschlafen hat, mehr verdient als ich. Da habe ich gemerkt, wenn ich weiter für jemand anderen arbeite, bleibe ich für immer der den Laden schmeißt, aber nie was davon hat. Ich war unglücklich in meinem Leben. Ich wusste, irgendwas muss sich ändern. Ich habe gesucht und vieles probiert, bis ich irgendwann den Anruf von einem Freund bekommen habe. Ich habe die Möglichkeit bekommen, in den Vertrieb zu gehen. Und um ehrlich zu sein, war es mir egal, welches Geschäftsmodell. Hauptsache, ich werde erfolgreich. Also habe ich mich entschieden, ich werde mich so lange einsperren, bis ich mein Ziel erreicht habe. Im Vertrieb habe ich Tag und Nacht gearbeitet. Weniger Freunde getroffen, keine Freizeit gehabt, von früh bis abends nur geackert. Und man kann sagen, was man will mit dem Vertrieb? Ich habe dort den wichtigsten Skill gelernt. Verkaufen. Und zwar nicht irgendein Produkt, sondern mich selbst verkaufen. Ich wusste, wenn ich meine ganze Zeit investiere in den Vertrieb, dann werde ich in 5 Jahren das Leben leben, wovon ich immer geträumt habe. Freiheit, Reisen, jung erfolgreich. Das, was sich jeder wünscht. Nach wenigen Monaten hatte ich bereits große Erfolge. Ich habe 5-stellig im Monat verdient, hatte einen schönen Lifestyle, konnte mit Freunden abends rausgehen, habe eine große Mannschaft geführt, war sogar in Dubai, wo ich über 5-stellig ausgegeben habe. Aber am Ende des Tages hat mich der Vertrieb nicht ganz erfüllt. Ich habe gemerkt, dass ich im Vertrieb viel Geld verdient habe, aber es war nie etwas, wo ich von überall aus arbeiten konnte, wo ich komplett zeit- und ortsunabhängig bin und wo ich auf mich selbst schauen musste. Es waren immer andere Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Und ich habe auch irgendwann gemerkt, dass ich nur ein Teil von etwas bin und nicht mein eigenes Unternehmen aufbaue. Eines mit Mehrwert. Nachdem ich monatelang jede Woche 100 Stunden gearbeitet habe, auf meinen Urlaub verzichtet habe, meine Familie nicht mehr gesehen habe, meine Freunde nicht mehr gesehen habe, habe ich irgendwann auch meinen Skill genutzt und mich selbst verkauft und so neue Menschen in mein Netzwerk geschlossen. Und da habe ich gemerkt, dass es doch andere Möglichkeiten gibt, erfolgreich zu werden im jungen Alter und trotzdem Freiheit zu haben, Zeit mit der Familie zu genießen und für mich persönlich mit das Wichtigste, komplett orts- und zeitunabhängig zu sein. Irgendwann ist die Zeit gekommen und ich wusste, ich muss irgendwas anderes machen. Also habe ich mich wieder entschieden. Ich sperre mich nochmal ein, bis ich mein Ziel erreicht habe. Nachdem ich Bücher gelesen habe, Seminare besucht habe, YouTube-Videos geschaut habe, wie man sich selber verbessern kann, habe ich selbst für mich gemerkt, dass ich das ganze gelernte Wissen nicht langfristig anwenden kann. Denn ich habe nichts, was mich jeden Tag daran erinnert. Also kam ich für eine Idee. Ich erstelle ein Journal, wo ich meine täglichen Prozesse, meine täglichen Fortschritte und Motivationen tracken kann. Und während ich das Ganze erstellt habe, kam ich auf die Idee, ein Buch daraus zu machen, damit es jeder anwenden kann, genau wie ich. Und damit kam mein erstes eigenes Projekt. Wie fühle ich mich? Ein Buch, womit jeder 1% besser werden kann. Ich habe Wochen, Monate, jede freie Minute, die ich hatte, in dieses Buch reingesteckt. Geschrieben, bearbeitet, versucht zu perfektionieren. Und ich habe mir alles selber beigebracht. Marketing, komplette Backend, alles versucht, mir selber beizubringen, um wirklich den perfekten Launch zu planen. Ich habe mich committed. Das wird mein erstes großes Projekt, womit ich wirklich erfolgreich werde. Ich habe mein komplettes Marketingkonzept aufgezogen, Stories gepostet, den Launch vorbereitet. Ich bin richtig reingehasselt. Ich hatte sehr hohe Erwartungen. Ich war überzeugt, das wird mein Durchbruch, weil ich alles von A bis Z geplant habe. Und dann? Nichts. Kein Hype. Der erste Tag waren 2 Bestellungen. Der zweite Tag ein bisschen mehr. Aber es war nicht das, was ich erwartet habe. Ich habe jeden Tag auf Refresh gedrückt. Gewartet. Irgendwann muss es doch kommen. Aber da kam einfach niemand mehr. Es war hart. Ich habe mir gezweifelt. Ich habe im Bett gelegen, die Decke angeschaut und mich gefragt, war das alles umsonst? Bin ich überhaupt dafür gemacht, erfolgreich zu werden? Kann ich es überhaupt?
Ist es das richtige Business? Muss ich vielleicht doch wieder in den Vertrieb zurückgehen? Ich bin zurück in die schlechte Routine gegangen, habe wieder angefangen, im Bett zu liegen, nichts Produktives zu machen, habe kein Buch mehr gelesen. Die ganzen erfolgreichen Leute, die mich motiviert haben, habe ich nicht mehr angeschaut. Ich wusste einfach nicht mehr weiter. Aber im Nachhinein war das genau, was ich gebraucht habe. Ich habe weitergemacht, aber ich bin im gleichen Business geblieben, weil ich wusste, mit jedem Business kann man erfolgreich werden. Und diesmal habe ich wieder entschieden, ich sperre mich so lange ein, bis ich erfolgreich bin. Ich bin zurück zu meiner Routine gekommen, bin früh aufgestanden, habe mich wieder weiterentwickelt, YouTube-Videos angeschaut, gelesen und diesmal das nächste Projekt besser geplant und durchgezogen. Und diesmal hat es funktioniert. Dachte ich zumindest. Ich habe ein Produkt gefunden, habe eine Webseite aufgebaut, Social Media Accounts, habe eine Marketingstrategie geplant und bin wieder live gegangen. Und diesmal sahen die Umsätze schon besser aus. Im ersten Monat 4.000 Euro Umsatz, im zweiten Monat wieder 4.000 Euro Umsatz und im dritten Monat wieder 4.000 Euro Umsatz. Doch was ich bis dahin nicht wusste, ist, dass wir fast keinen Gewinn erzielt haben. Und ich wusste, alleine komme ich nicht voran. Ich habe mein Ego zur Seite gepackt und ich habe mich entschieden. Ich habe Geld investiert für Menschen, die mir einen Blueprint von A bis Z gegeben haben. Und nach wenigen Monaten bereits habe ich mehr verdient als mit meinem Buch. Und nach einem halben Jahr habe ich bereits sechsstellige Umsätze jeden Monat gemacht. Ich konnte meinen eigenen Augen nicht trauen. Und ich wusste, durch meine Learnings davor, ich muss genauso weitermachen wie bisher. Und ich wusste, ich muss noch mehr wachsen. Also habe ich mir ein Büro gemietet, wo ich mein ganzes Team in der Zukunft vereinen wollte. Also habe ich Menschen eingestellt für mein Marketing-Team, die mir helfen können, mein Frontend noch mehr zu skalieren. Und gemeinsam haben wir im Büro gearbeitet und in eine Vision hingearbeitet. Marktführer in Deutschland. Vor 6 Monaten hätte ich mir sowas niemals vorstellen können, dass ich ein Lager habe mit einem Mitarbeiter, der tagtäglich die Pakete rausschickt, weil wir selber gar nicht mehr dahergekommen sind. Und das Ganze ging ohne Pause weiter bis zum November 2024. 48 Stunden ohne Schlaf bin ich aufgestanden und ich konnte meinen Augen nicht trauen. Mein Handy hat durchgeklingelt. Überall waren die Shopify-Benachrichtigungen. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Es hat sich genauso angefühlt, wie ich es Tag für Tag manifestiert habe. Und eine Woche nach dem Black Friday haben wir es geschafft. 1 Million Euro in einem Jahr. Was habe ich daraus gelernt? Scheitern ist kein Rückschritt. Es ist ein Teil des Weges, der manchmal sogar der wichtigste ist. Ich habe nicht aufgehört zu arbeiten. Im Gegenteil, ich habe versucht, wie kann ich meine Arbeitsweise sogar noch verbessern. Routinen, Systeme entwickelt. Und das Wichtigste für mich, ich lebe frei. Ich reise gemeinsam mit meinem Geschäftspartner. Ich reise mit meinen Freunden. Und wenn du mich fragen würdest, was hat sich geändert, dann ist es nur noch Freiheit. Ich bin frei. Ich habe die Zeit für die Sachen, die ich wirklich machen will. Aber ich habe auch die Freiheit zu arbeiten, von wo ich will und wann ich will. Es macht Spaß, mit meinem Team gemeinsam Projekte zu entwickeln, die Mehrwert schaffen, aber auch die Menschenleben ändern können. Nicht nur von mir und meinem Team, sondern auch von unseren Kunden und für die Menschen um mich herum. Und genau darum geht es auf diesem Kanal. Wenn du bis hierher mitgeschaut hast, danke. Mein Name ist Kai, ich bin 22 Jahre alt und ich möchte meine E-Commerce Journey auf diesem Kanal dokumentieren. Und wenn du Themen hast, die dich besonders interessieren, schreib es gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.